Willkommen bei einem neuen Video von mir. Wie ihr sicherlich, vielleicht, hoffentlich wisst, ich bin ja bekennender Joying-Fan, das heißt Joying, diese chinesische Autoradio-Marke. Da kommt gleich ein Video, wie ich mein Joying im Smart einbaue. Auf jeden Fall ist es so, dass wir gerade Anfang 2022 haben. Ich gemütlich im Internet gesurft habe und auf einmal gesehen habe, oh, die haben was Neues. Und zwar gibt es, wenn man sich die Seite von denen anschaut aktuell, die europäische Joying Auto Seite, dann sieht man relativ weit oben im Hauptbanner, dass es was Neues gibt. Und zwar gibt es neue 11,6 Zoll Bildschirme. Ich habe einen 11,6 Zoll Bildschirm und deswegen wollte ich mir die mal anschauen. Also, wenn es dich interessiert, bleibt dran. So, was gibt's Neues? Also, Joying hat neue Bildschirme rausgebracht. Nein, eigentlich hat Joying neue Radios rausgebracht. Aber auch schwierig. Also, wenn man tatsächlich sich aktuell durch die Joying-Seite klickt, findet man relativ viele Radios. Also, wenn wir uns hier einfach mal die Single-DIN-Geräte anschauen, dann sehen wir, dass es relativ oft jetzt dazu kommt, dass hier statt dem Android 10 Logo, die sonst hatten, halt so ein Snapdragon-Icon angezeigt wird. Und das zeigt halt davon, dass Joying jetzt anfängt, Snapdragon Prozessoren und Systeme zu bauen. Um das halt alles ein bisschen übersichtlicher zu machen, konzentriere ich mich nur auf die 11,6 Zoll Geräte. Die anderen sind eigentlich genau das gleiche. Das heißt, da kann man relativ gut auf die anderen Geräte adaptieren. Und wenn man sich halt hier tatsächlich die Single-DIN 11,6 Zoll Geräte anschaut, dann sind es aktuell 3 Stück, die man kriegen kann. Einmal das, was ich schon im Smart eingebaut habe. Das ist, ich sag mal, das alte Modell. Es gibt das neue Modell und es gibt das Modell mit dem Snapdragon. Preislich unterscheiden die sich halt alle ein bisschen. Ich habe die hier mal alle in meine Übersicht zusammengetan. Aber weil diese Übersicht hier tatsächlich ein bisschen klein ist, habe ich das einmal ein bisschen aufgesplittet und vorbereitet. Viel größer ist es nicht, aber ich glaube, hier können wir so ein bisschen lang gehen und gucken, was, wie, wo, was, warum. Ich erzähle aber zu allem was. Ich habe diese Übersicht hier tatsächlich einmal komplett auseinandergeschnitten, damit wir an jeder Stelle von dem gleichen Spaß reden. Und deswegen gucken wir uns die 3 Geräte einfach mal an. An der Stelle hier links im Bild ist das Radio, was ich drin habe, beziehungsweise ich habe hier die Option aus Europa gehabt und in Europa gab es nur das 11,6 Zoll mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher. Das heißt, von diesem linken Gerät gibt es halt die Sparversion mit 4 GB und 64 GB. Und ich habe halt das an der Stelle größere Gerät genommen. Es gibt halt eine Menge an Zusatzzeug, den man hier kaufen kann. Hier in der Mitte ist jetzt das neue. Das neue Joying Radio wird hier angeboten mit 8 GB und 128 GB Speicher. Und was der Unterschied genau ist, gucken wir uns gleich genau an. Und hier rechts sehen wir die Snapdragon-Version. Snapdragon, sagt vielleicht einigen von euch was, ist halt ein System on a Chip. Das heißt, von der Firma Qualcomm, die bringen halt System on a Chips raus. Eine Serie davon heißt Snapdragon. Da gibt es verschiedenste Arten, sind meistens halt in Handys oder Tablets eingebaut. Und neuerdings jetzt auch in diesem Joying Radio. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, normalerweise Snapdragon ist ein Qualitätskriterium, definitiv. Ob das hier auch so ist, wir werden es sehen. Das erste, was tatsächlich auffällt, ganz oben eigentlich auch in der Übersicht von den Radios hier, ist neben dem Speicher und der Größe und allem drum und dran, sind tatsächlich die Bänder, die LTE-technisch und 4G, also UMTS, LTE bzw. 3G und 4G technisch zur Verfügung stehen. Wenn wir das hier einmal gucken, die
alte 11,6 Version und die neue 11,6 Zoll Version unterscheiden sich nicht. Das heißt, die haben alle Bänder, die man so braucht, hat, was auch immer. Bei der Snapdragon-Version sieht man hingegen, dass das irgendwie nicht ganz so gut aussieht. Und zwar fehlt ein bisschen was hier im UMTS, also im 3G-Bereich. Und es fehlen tatsächlich Bänder im LTE-Bereich. Unter anderem halt das Band 3 und das Band 20. Also nicht 23, sondern das Band 3 und das Band 20. Kann man sich jetzt natürlich denken, ach, 2 Bänder ist nicht so schlimm. Ja, theoretisch bestimmt nicht, je nachdem, wo man ist. Es ist tatsächlich so, dass in Europa bzw. in Deutschland, wo wir ja sind, die Bänder 3 und, also das Band 3 und das Band 20 eigentlich die am meisten benutzten Bänder sind. Dementsprechend ist das, was man hier in dem ersten Schritt schon sieht, dass die Version mit dem Snapdragon, die bedeutend teurer ist als die normale Version, hier schon Nachteile im LTE-Netz hat. Das heißt, wenn man auf die Idee kommt, man will sein Android Joying Radio hier mit LTE nutzen, dann ist man bei der alten Version besser aufgehoben, beziehungsweise bei der neuen Version nicht mit dem Snapdragon. Punkt für die alte Architektur, sage ich mal. Wenn wir ein bisschen runterscrollen, sehen wir, okay, was gibt es da alles? Und im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass sich hier nichts unterscheidet. Wir sehen Android 10, Octa-Core, RAM, Module, Radio, was weiß ich, allem drum und dran. Hier haben sie, also im alten steht Splitscreen noch drin, im neuen steht GPS drin. Das heißt, hier steht kein Splitscreen mehr drin. Ich weiß nicht warum. Mein altes Video, verlinke ich da. Da zeige ich ja, wie Splitscreen funktioniert auf den Tablets. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Splitscreen rausgenommen haben, aber ich verstehe auch nicht, warum die hier GPS reingenommen haben, weil GPS gab es bei dem hier auch. Wer weiß. Hier bei der Snapdragon-Version sehen wir eigentlich genau das gleiche. Wir sehen hier, das Ding hat RAM, das Ding hat Lenkrad. Also eigentlich alle Teile, die hier drauf sind, sind hier auch mehr oder weniger abgebildet. Hier steht nichts Neues drin. Langsam kommen wir zu den Unterschieden. Wenn wir nämlich ein bisschen weiter runter scrollen, haben wir 2 Sachen. Die beiden neuen Radios, das heißt das große Radio hier, das neue, das mit 8 GB RAM und das Snapdragon haben beide einen neuen Bildschirm. Neuer Bildschirm inwiefern? Heißt, der alte Bildschirm war ja 11,6 Zoll groß, der neue ist jetzt auch 11,6 Zoll, also Bildschirmdiagonal ist 11,6. Das Panel selber, also eigentlich das Display selber, ist halt ein bisschen kleiner. Das hat nämlich oben und an den Seiten nur noch 5 mm Rand. Und das alte Gerät hatte halt zu jeder Seite gleich viel Rand. Das heißt, das hier hat jetzt unten immer noch einen relativ dicken Rand, aber die anderen Teile sind ein bisschen dünner. Das gleiche Display wird auch bei dieser Snapdragon-Version benutzt. Zusätzlich hat die Snapdragon-Version ein neues Benutzerinterface. Heißt, das Ding sieht hier komplett anders aus. Es gibt neue Menüs, es gibt tatsächlich auch eine neue Radio-App. Es ist sogar so, dass ich von einem Bekannten erfahren habe, der halt schon eine Snapdragon-Version hat, dass auch die Codes für die Factory-Settings und so auch ganz anders sind. Das heißt, da ist wirklich was ganz Neues im Spiel. Auf jeden Fall interessant. Auf jeden Fall spannend. Aber ob es das wert ist, weiß ich noch nicht. Gucken wir mal weiter. Die mittlere Version gibt jetzt halt ein bisschen mit dem neuen Bildschirm an. Heißt, wir sehen hier auf dem Bild, sehen wir den Unterschied zwischen dem alten, das ist das, was ich im Auto habe, und dem neuen. Das ist halt hier dünner und hier dünner, hier genauso dick. Es wird hier auch ein bisschen heller angezeigt. Naja, heller ist jetzt nicht unbedingt das, was ich will. Ich habe schon in den einigen Videos gesagt, ich hätte gern, dass der Bildschirm dunkler werden kann, weil nachts blendet das halt wirklich. Also wenn man hier nachts irgendwie was Helles auf dem Bild hat, dann ist das sehr unangenehm zu fahren. Ja, aber es ist hier heller. Okay. Grundsätzlich, ich habe hier auch die Hoffnung gehabt, dass Joying gesagt hat, okay, wir gucken, dass das halt auch vielleicht ein bisschen dunkler geht. Ich habe Joying angeschrieben, habe Joying gefragt, wie sieht das aus? Kann das halt vielleicht ein bisschen dunkler? Die Antwort ist relativ klar, nein, es ist das gleiche Panel eingebaut, das Gehäuse ist nur ein bisschen kleiner. Heißt,
Von der Schärfe wird hier nichts anders sein, von der Qualität wird es nichts anders sein, von der Helligkeit wird hier nichts anderes sein. Es ist halt einfach nur ein bisschen dünner oben und zu der Seite. Wie viel es insgesamt am Ende ausmacht, sehen wir ganz unten. Was haben wir noch? Wir haben überall Android 10. Auf allen 3 Geräten ist Android 10. Und jetzt zum Beispiel wird es schon spannend. Wir sehen, das alte Gerät hat halt einen Octa-Core-Prozessor, basierend auf einem Dual-Core, also ARM Cortex A75 und einen 6-Core Cortex A55 Prozessor. Was heißt das im Endeffekt übersetzt? Warum? Klar, also es gibt an der Stelle 2 schnelle CPU-Cores, die halt die wichtigen Sachen berechnen, und 6 ein bisschen langsamere, die eigentlich nicht so viel Strom brauchen. Das ist wichtig, wenn man irgendwie Strom sparen will, wenn man halt tatsächlich da irgendwie Probleme hat. Das ist jetzt auch bei den aktuellen MacBooks so von Apple, dass die halt stromhungrige CPU-Kerne haben, die schnell rechnen können, und halt wirklich andere Kerne, die halt nicht so stromhungrig sind und für die normalen Tasks da sind. Ist eine normale Architektur. Wie interessant zu wissen, also sowohl der A75 als auch der A55 Core, die wurden beide 2017 vorgestellt. Das heißt, dieser Prozessor, der hier so eingesetzt wird, ist jetzt nicht der neueste Scheiß, den uns versucht wird zu erklären. Ist jetzt nicht der neueste Scheiß, den es halt irgendwie so gibt. Das heißt, auch dieses Gerät, was jetzt gerade frisch eingetroffen ist bei Joying, ja, das hat eine Prozessorarchitektur, die von 2017 ist. Muss man wissen, finde ich. 4 Jahre alt. Ja gut, da passiert was. Aber keine Sorge, weil wir haben ja jetzt den Snapdragon im Angebot. Beschrieben der Snapdragon 625, schönes Gerät. Der Snapdragon 625 ist auch ein 8-Kern-CPU, und zwar halt auch vom ARM, und zwar ein Cortex A53. Okay, A53 hört sich jetzt von der Zahl her niedriger an als A55. Komisch. Ja, denn dieser Snapdragon 625 ist ein System on a Chip von Qualcomm, der für Mittelklasse Handys und Smartphones gemacht wurde. Und zwar wurde dieser Chip 2016 vorgestellt. Das heißt, das Ding ist jetzt nicht neuer als die Prozessoren, die halt in den normalen Modellen drin sind. Und dieser Prozessor ist jetzt halt auch nicht der High-End Ultra, ich habe dem in Galaxy S was weiß ich was drin, sondern Geräte, wo dieser Prozessor drin ist halt zum Beispiel, ich habe eine kleine Auflistung, das Samsung Galaxy C7 von 2016, da wurde er eingebaut. Im Oppo A77 von 2017. Motorola One von 2018. Das Xiaomi Redmi Note 4 von 2017 und zum Beispiel ins Huawei G7 Plus von 2016. Das heißt, bereits 2016, wir sind 22, 6 Jahre, bereits vor 6 Jahren wurde dieser Prozessor, der jetzt gerade frisch in diesem Joying Radio auftaucht, bereits in Mittelklasse-Handys vorgestellt. Geil? Ich weiß nicht. Ja, was soll man sagen jetzt? Wir haben da einen Prozessor drin, der alt ist. Der sogar älter ist als der alte Prozessor, den ich mir vor 1,5 Jahren gekauft habe. Und dieser Prozessor, der hat jetzt natürlich auch, das ist ein System on a Chip, das ist jetzt nicht nur eine CPU, heißt, der ist natürlich auch für das LTE-Modem und so zuständig. Für das Wi-Fi zuständig. Aber auch dadurch, dass das Ding halt einfach älter ist, fehlen uns diese wichtigen LTE-Bänder zum Beispiel. Ich gehe mal weiter. Das nächste ist unser WLAN. Und hier sehen wir eigentlich soweit auf dieser Seite hier keine Unterschiede. Wir haben ganz normales 5 GHz Wi-Fi, wir haben ein 4G-Modul
Und das ist jetzt soweit hier überall gleich. Auch die Bilder sind gleich, das funktioniert soweit. Kommen wir weiter. Bluetooth 5.1. In dem Gerät, was ich vor 1,5 Jahren gekauft habe, war Bluetooth 5.1 schon drin. In dem neuen Gerät, gleicher Chip, ist Bluetooth 5.1 drin. In dem Snapdragon-Gerät ist Bluetooth 4.2 drin. Auch an der Stelle ein Problem des Snapdragons. Der Snapdragon ist halt einfach älter und da gab es noch kein Bluetooth 5.1. Aber dafür ist die Radiooberfläche neu. Wenn wir uns den Rest des Radios angucken, beide identische CarPlay und Android-Auto-Funktionen. Der DSP ist identisch, das heißt, wir haben überall die 32 Bänder, wobei ich nicht unbedingt empfehlen würde, diesen DSP zu nutzen. Das ist eine andere Sache. Alle Radios haben auch einen optischen Ausgang und einen Koaxialausgang, um halt den SPDIF, um das SPDIF-Signal rauszuschicken. Das funktioniert super. GPS-Navigation, das heißt, die haben auch alle drei eine GPS-Antenne dran. Und ja, die kann man halt hier nutzen, um zu navigieren. Alle drei Geräte kann man mit einer Lenkradfernbedienung benutzen. Alle drei Geräte kann man Höhen verstellen. Hier tatsächlich eine Anmerkung. Wir sehen hier links, das ist mein Radio, wie es tatsächlich angekommen ist. Heißt, dieses Radio bzw. das Display ist von hinten Blech. Hier unlackiert, ohne gar nichts. Ist ganz praktisch, weil ich hiermit mit meinen Magneten arbeiten konnte. Ich habe mehr Magnete in meinen, sieht man im Einbauvideo, Magnete reingeschraubt und daran hält auch das Display nochmal zusätzlich fest. Ich habe jetzt schon Feedback bekommen von einigen, die halt auch das Radio nachgekauft haben und die sagen, dass in der aktuellen Version, die ausgeliefert wird, das Teil hinten nicht mehr grau ist, weil ich habe das meins ja auch nochmal schwarz angesprüht, sondern schwarz ist. Habe ich mir gedacht, okay, cool, haben die ja mitgedacht und ist jetzt halt genauso wie in dieser Version hier schwarz. Cool. Ja, leider ist es auch kein Blech mehr, sondern Plastik geworden. Das heißt, hier mit die Magnete an den Seiten funktioniert nicht mehr. Hier muss man jetzt mit Metallklebeband oder so arbeiten. Auf jeden Fall ist das Bild hier veraltet, weil man kriegt, wenn man das Radio hier bestellt, auch eins mit einer schwarzen Rückseite. Ansonsten sehen wir keine Unterschiede. Das heißt, höhenverstellbar, höhenverstellbar, höhenverstellbar. Das Gerät ist das gleiche. Alles gleich. Wenn wir uns jetzt die Größen nochmal angucken, der Unterschied in den Größen sind in der Höhe 5 mm, in der Breite 4 mm. Das heißt, ja, das sind jetzt 2 mm an den Seiten weniger und 5 mm oben weniger. Das ist nicht so viel. Das, was aber tatsächlich ist, wir sehen hier 12 mm von der Tiefe des Displays und wir haben oben gesehen, dass das neue Display 9 mm tief ist. Ja, 3 mm weniger in der Tiefe. Ich weiß nicht, ob es mir auffallen würde. Von der Rückseite ist alles absolut identisch und hier unten die Kabelbäume und der Zubehör ist auch identisch. Heißt, was haben wir jetzt? Wir haben 3 Radios mit 3 verschiedenen Preisen, wo sich einmal der Bildschirm ändert. Das heißt wirklich da eine andere Bildschirmkomponente kommt, die ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler ist. Das Gerät hier hat halt 8 GB RAM. Das Gerät hier gibt es in 4 und in 6 GB RAM. Bei den 4 GB RAM 64 GB, bei den 6 GB RAM 128 GB. Hier bei den 8 GB RAM auch 128 GB Speicher. Und wir haben eine Version mit einem Snapdragon, der älter ist als die CPUs, also die System on Chips, die hier drin sind. Der weniger LTE-Bänder kann, der weniger Bluetooth kann, der aber eine neue Benutzeroberfläche bekommen hat. Eine Benutzeroberfläche, die ich selbst jetzt noch nicht ausprobieren konnte, die aber anders ist. Vielleicht besser, vielleicht auch nicht, wer weiß es. Joying selber rollt diese Snapdragons jetzt relativ breit aus. Ich weiß nicht, ob sie die jetzt irgendwo hergekriegt haben, irgendwie eine Kooperation gestartet haben. Aber halt das Gerät hier mit den 4 GB und 64 GB Speicher ist in meinen Augen jetzt schlechter als das alte Display, weil weniger LTE-Bänder, weniger Bluetooth, theoretisch älterer Prozessor und halt eine neue Oberfläche, die
uns was bringt. Auf Nachfrage hin, was der Unterschied denn zwischen dem neuen alten bzw. dem neuen großen und dem neuen Snapdragon ist, kann man als Antwort von Joying, ja, die CPU ist ein anderer. Nicht sonderlich aussagekräftig. Die sagen nicht, welche besser ist, die sagen nicht, welche schneller ist. Keine Aussage. Zu beiden Geräten gibt es auch noch keine Aussage, wann die in Europa verfügbar sein werden. Also den hier kann man sich gegen Aufpreis aus Europa schicken lassen, dann ist er wirklich in 2 Tagen da. Hat bei mir auch super funktioniert. Die beiden kommen aus China und gegebenenfalls gibt es da nochmal Zollprobleme. Ansonsten, ich habe Joying angefragt, ich habe gefragt, ob ich Testgeräte kriegen könnte, um es zu testen. Haben gesagt, nö, haben sie nicht vor. Sie wollen sowas nicht testen lassen. Weswegen auch immer. Vielleicht habe ich die Chance, mal bei einem Bekannten da mal einen Snapdragon Joying mal zu testen. Dann würde ich auf jeden Fall ein Video für euch machen. Aber bis dahin kann ich ehrlich sagen, das Radio, was man vor 1,5 Jahren schon kaufen konnte, ist immer noch gut und meiner Meinung nach besser als die Snapdragon-Version. Das Neue, was jetzt rausgekommen ist, was jetzt preistechnisch 100 mehr kostet, hat jetzt natürlich noch mal ein bisschen mehr RAM, ganz praktisch für ein paar Programme. Ansonsten ist es aber identisch mit der alten Version, bis auf das Display halt ein bisschen kleiner ist. Zudem, eine Sache muss man definitiv sagen, die 362 Euro, 63 Euro, die jetzt halt das alte Gerät kostet, ist ein Preis, aber Joying schraubt auch an der Preisschraube. Heißt, als ich mir das Teil wann habe ich es mir gekauft? Heißt, als ich mir das Radio hier von einem Jahr bestellt habe, habe ich 380 Euro bezahlt, hatte aber hier die 35 Euro plus und das EU-Haus. Das heißt, ich hatte hier 70 Euro Aufpreis drauf. Heißt, das Gerät ist jetzt teurer, als ich es gekauft habe. Hat sicherlich auch was mit Chipmangel und Lieferkosten und was ich allem sowas zu tun. Wir wissen ja alle, die Container nach Europa sind im Moment schweineteuer. Aber nichtsdestotrotz, günstiger werden die Geräte aktuell nicht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Überblick über die neuen Generationen von Joying geben. Ich selber konnte jetzt alles nur aus den Datenblättern hier entnehmen, die online stehen. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht entscheidet sich jetzt einer um und sagt, okay, dann nehme ich doch kein Snapdragon oder brauche ich wirklich die 8 GB RAM. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo oder ein Like da lasst. Und ansonsten würde ich sagen, sieht man sich demnächst bei dem nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und tschüssi.